Seid gegrüßt, ihr Helden. Update 23 steht vor der Tür und was das für euch bedeutet, das klären wir jetzt. Und falls ihr in Zukunft solche News-Videos nicht verpassen wollt, dann drückt gerne mal auf den Abo-Button. Wir würden uns freuen. Let's go! Bevor wir jetzt zur großen Neuerung kommen, müssen wir ein wenig über die Zukunft reden. Denn wie ihr wisst, steht dieses Jahr noch ein Legendary Dungeon an. Und zwar handelt es sich hierbei um den Legendary Dungeon Herr der Dinge. Und das Beste daran ist, es gibt neue Waffen, ein neues Schild, Handschuhe, Schuhe und natürlich auch neue Gegner. Und sagt ehrlich, so kann ein Jahr enden, oder nicht? Okay, kommen wir jetzt zur großen Neuerung, denn jetzt schon könnt ihr eine neue Klasse in Shakes & Fidget spielen. Und da ist die Rede natürlich vom Paladin, der mit seinem Leuchtfeuer der Tugend die Welt von Shakes & Fidget bereichert. Und da sich im Hinblick auf den letzten Beta-Server natürlich einiges geändert hat, will ich euch jetzt mal erklären, wie der Paladin funktioniert. Paladine besitzen das Hauptattribut Stärke und machen ihren Schaden abhängig von der Höhe dieses Attributs. Ihr Schild kann keinen Sockel, Rune oder Verzauberung haben. Sie kämpfen in 3 verschiedenen Stellungen: Ausgangsstellung, Defensivstellung und Offensivstellung. Im Kampf gegen Magier können sich Paladine nur in der Ausgangsstellung befinden und deren Angriffe nicht blocken. Dafür machen sie 50% extra Schaden gegen Magier. Das gleiche gilt allerdings auch für die Magier, denn die machen 50% extra Schaden gegen den Paladin. Aber wie genau verhalten sich denn jetzt die einzelnen Stellungen des Paladins? Paladine starten ihren Kampf immer in der Ausgangsstellung. Diese Stellung hat keine besonderen Effekte, allerdings haben Paladine eine 50% Chance bei jeder Runde in die Defensivstellung zu wechseln. Die Blockchance in der Ausgangsstellung beträgt 30%, der Schadensfaktor liegt bei 83,3% und die maximale Schadensreduktion liegt bei 45%. Wechselt der Paladin in die Defensivstellung, hat er eine 50%ige Chance, Angriffe vollständig zu blocken und sich um 30% des abgewehrten Schadens zu heilen. Der Schadensfaktor in dieser Stellung ist um 26,5% reduziert. Das heißt, der Paladin macht in der Defensivstellung weniger Schaden. Und die Chance, aus dieser Stellung in die Offensivstellung zu wechseln, liegt bei 50%. In der Defensivstellung hat der Paladin eine Blockchance von 50%, der Schadensfaktor beträgt 56,8% und die maximale Schadensreduktion liegt weiterhin bei 45%. Wechselt der Paladin von der Defensivstellung in die Offensivstellung, erhöht sich sein Schadensfaktor um 42%. Seine Schadensreduktion wird dabei auf 20% reduziert und die Chance, von der Offensivstellung wieder in die Ausgangsstellung zu wechseln, liegt bei 50%. In der Offensivstellung liegt die Blockchance bei 20%, der Schadensfaktor bei 125,3% und wie gesagt die maximale Schadensreduktion bei 20%. Das heißt, Paladine sind in der Offensivstellung anfälliger für Schaden, dafür teilen sie natürlich auch absolut viel aus. Mit Update 23 kommen auch einige allgemeine Anpassungen mit ins Spiel, die auf eurem Feedback beruhen. Im Waffenslot wird nun wieder bei ausgerüsteten Fernkampf- oder Magiewaffen die Projektil- bzw. Hit-Effekt-Grafik angezeigt. Und getrunkene Tränke färben ab jetzt wieder Attribute in der jeweiligen Trankfarbe ein. Und auch bei der Event-Aufgabenliste hat sich etwas getan, denn vielleicht kennt ihr ja noch diese Aufgabenliste hier. Da hatte man das Problem, wenn man sich immer nur für die lange Expedition entscheidet, dass man diese Aufgabe nicht erfüllen konnte. Und genau deswegen wurde die angeforderte Ehre jetzt reduziert. Nicht nur bei der Event-Aufgabenliste hat sich was getan, sondern auch bei der täglichen Aufgabenliste. Denn es gibt jetzt eine neue Aufgabe, wo ihr mit Zaster die Sitzplatzattraktion im Arena-Manager verbessern könnt. Die Aufgaben für das Glücksrad und die Arena-Kämpfe geben jetzt mehr Punkte bei Abschluss und die Aufgabe für den Pet-PvP-Kampf ist jetzt auch wieder verfügbar, wenn ihr das Feature abgeschlossen habt. Will man seine Werte mit denen eines anderen Spielers in der Ehrenhalle vergleichen, dann wird nach dem Drücken des Buttons jetzt wieder automatisch zum Attribute-Tab gewechselt. Okay, dann lasst uns jetzt nochmal über die behobenen Fehler sprechen. Ich werde jetzt hier nicht alle erwähnen. Falls ihr euch das gerne durchlesen wollt, schaut mal in die Beschreibung. Da findet ihr alle Informationen zu Update 23. Starten wir mit einem behobenen Fehler in der Charakterwahl. Und zwar, wenn ihr den Charaktere-Tab zugeklappt hattet, dann war es manchmal nicht möglich, zu den Favoriten hochzuscrollen. Das ist jetzt behoben. Und auch in der internationalen Ehrenhalle hat sich was getan. Dann wolltet ihr euch dort einen Kampf anschauen, dann hattet ihr
oft den Timer aus eurer Arena. Das ist jetzt auch behoben. Und eine Sache, die sehr viele Leute freuen wird, ja, es geht in Richtung Twitch-Drops. Und zwar wurde das Edelstein-Paket gefixt. Da war es ja bislang so, dass man nur gelbe, schwarze oder orangene Steine finden konnte. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Ab jetzt sind wieder alle Edelsteinfarben in diesem Drop enthalten. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit Update 23 und dem Paladin. Und ich würde sagen, falls euch solche Videos gefallen haben, lasst dem Video mal gerne ein Like da und drückt auf den Abo-Button. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.